warum das Mittelalter Angst vor dem eigenen Grab hatte. Stell dir mal vor, du wachst auf, um dich herum, absolute, undurchdringliche Dunkelheit. Die Luft ist kalt und erstickend, sie schmeckt nach feuchter Erde. Du willst dich bewegen, aber deine Glieder stoßen gegen raues Holz. Panik steigt in dir auf, ein eiskalter Griff um dein Herz, als die schreckliche Wahrheit in dein Bewusstsein sickert. Du bist begraben, lebendig. Für die Menschen im mittelalterlichen Europa war das keine Gruselgeschichte fürs Lagerfeuer. Es war eine reale, nagende Angst, ein Albtraum, der so tief in der Seele saß, dass er eine ganze Epoche geprägt hat. In einer Welt ohne EKG und Hirnstrommessung war der Tod eben kein klarer Moment, sondern ein ziemlich unsicherer Zustand. Eine falsche Einschätzung, eine zu schnelle Entscheidung, und man fand sich in einer Dunkelheit wieder, aus der es kein Entkommen gab. Aber diese Furcht, unter der Erde zu ersticken, war nur die Oberfläche einer viel tieferen, existenzielleren Panik. Die wahre Angst war nicht die vor dem Grab selbst, sondern vor dem, was danach kam. Das Grab war nur die Pforte. Eine Pforte zu einem ungewissen Schicksal, das von einem einzigen Moment abhängen konnte, der Art und Weise, wie man stirbt. Und das wirft die Frage auf, warum genau war diese Angst vor dem eigenen Grab so tief in der Psyche des Mittelalters verankert? Was verrät diese Urangst über das Verhältnis der Menschen zum Tod, zum Jenseits und zu sich selbst? Die Antworten führen uns in eine Welt, in der die Grenzen zwischen Leben und Tod, zwischen Rettung und Verdammnis erschreckend fließend waren. Die schreckliche Unsicherheit des Todes. Um diese Angst zu verstehen, müssen wir uns von unserer modernen klinischen Vorstellung des Todes verabschieden. Heute stellen Ärzte den Tod mit technischer Präzision fest. Im Mittelalter gab es diese Sicherheit nicht. Die Diagnose war eine Sache der Sinne, eine unsichere Prüfung, die meist die Familie oder die Nachbarn selbst durchführten. Gibt es noch einen Puls? Sieht man einen Hauch von Atem auf einem Spiegel? Fühlt sich die Haut noch warm an? Das Problem: all diese Zeichen konnten täuschen. Zustände, die wir heute als Koma, tiefe Bewusstlosigkeit oder Schock kennen, konnte man damals nicht diagnostizieren. Ein Mensch, der an hohem Fieber, einer schweren Infektion oder großem Blutverlust litt, konnte in einen Zustand des Scheintods fallen. Die Lebenszeichen waren so minimal, dass sie für ein ungeübtes Auge und selbst für die damaligen Bader und Ärzte unsichtbar waren. Der Körper war reglos, die Atmung kaum wahrnehmbar. Der Körper kühlte aus. Für alle Anwesenden sah es so aus, als hätte die Seele den Körper bereits verlassen. Diese ständige Unsicherheit führte zu einem zentralen Ritual: der Totenwache. Nachdem jemand für tot erklärt wurde, wurde er nicht sofort beerdigt. Stattdessen wurde der Leichnam aufgebahrt. Meist im eigenen Haus. Der Körper wurde gewaschen, in ein Leinentuch gehüllt und für alle sichtbar hingelegt. Und dann begann das Warten. Die Gemeinschaft hielt Wache, oft mehrere Tage lang. Man betete, aber man beobachtete auch ganz genau. Jede kleine Zuckung, jede Veränderung der Hautfarbe, jeder Geruch wurde registriert. Diese Totenwache war natürlich ein Akt des Respekts, aber vor allem eine letzte, verzweifelte Vorsichtsmaßnahme. Man wartete auf die untrüglichen Zeichen der Verwesung, denn erst der einsetzende Fäulnisgeruch gab die endgültige Gewissheit, dass das Leben vorbei war. In ländlichen Gegenden Mitteleuropas waren Wartezeiten von 1 bis 4 Tagen normal. Man gab der Seele Zeit, den Körper zu verlassen, und man gab dem Körper Zeit, seinen wahren Zustand zu zeigen. Doch diese schützende Tradition stand unter permanentem Druck, besonders in den wachsenden Städten. Ein toter Körper im Haus war eine potenzielle Krankheitsquelle. Und als Seuchen wie die Pest wüteten, brach dieses System der Vorsicht zusammen. Die Angst vor Ansteckung war plötzlich größer als die Angst, jemanden fälschlicherweise zu beerdigen. Karren zogen durch die Gassen, um die Leichen einzusammeln, die dann hastig in Massengräbern verscharrt wurden. Die Wartezeit schrumpfte von Tagen auf Stunden. Das Risiko, lebendig begraben zu werden, stieg dramatisch an. Und die Gerüchte, die durch die Gassen zogen, befeuerten die Angst nur noch mehr. Geschichten von Särgen, die man später öffnete und Kratzspuren im Deckel fand. Erzählungen von Leichen, deren Position sich verändert hatte. Ob diese Geschichten stimmten oder nur Ausgeburten kollektiver Paranoia waren, spielte keine Rolle.
In den Köpfen der Menschen waren sie real. Aber diese rein körperliche Angst war nur der erste Akt in einem viel größeren Drama. Beweisstück A: die Kunst des Sterbens und der schlechte Tod. Die größte Furcht des mittelalterlichen Menschen war nicht der Tod an sich. Der war allgegenwärtig. In einer Zeit, in der die durchschnittliche Lebenserwartung durch die enorme Kindersterblichkeit bei kaum über 30 Jahren lag, waren Krankheiten und Gewalt an der Tagesordnung. Die wahre, alles überschattende Angst war die vor dem Mors inopinata, dem Unvorhergesehenen, dem schlechten Tod. Ein plötzlicher Tod durch einen Unfall, einen Schlaganfall, einen Überfall war die ultimative spirituelle Katastrophe. Warum? Weil er dem Menschen die Chance nahm, sich vorzubereiten. Nach christlicher Lehre war der Moment des Todes der entscheidende Augenblick, in dem das Schicksal der Seele für die Ewigkeit besiegelt wurde. Es war der letzte große Kampf zwischen Himmel und Hölle um die Seele des Sterbenden. Und auf diesen Kampf musste man vorbereitet sein. Wer unvorbereitet starb, ohne letzte Beichte und ohne die Sterbesakramente, dessen Seele war schutzlos. Man starb im Zustand der Sünde, und das war eine direkte Eintrittskarte in die Hölle. Aus dieser tiefen Furcht entwickelte das späte Mittelalter eine ganze Literaturgattung, die als Ars Moriendi, die Kunst des Sterbens, bekannt wurde. Diese Schriften, oft mit eindringlichen Holzschnitten illustriert, waren die Bestseller ihrer Zeit. Sie waren keine abstrakten theologischen Abhandlungen, sondern praktische Anleitungen für einen guten Tod. Sie lehrten die Menschen, wie sie ihr Leben führen sollten, um jederzeit bereit für den Tod zu sein. Der ideale, der gute Tod, war ein öffentliches Ritual. Der Sterbende lag zu Hause, umgeben von Familie und Freunden. Er regelte seine letzten Angelegenheiten, vergab seinen Feinden und bat um Vergebung. Ein Priester kam, um die Beichte abzunehmen und die Sakramente zu spenden. Der Sterbende sollte alles Irdische loslassen und sein Schicksal demütig in Gottes Hände legen. Die Bilder der Ars Moriendi zeigen diesen Kampf eindrücklich. Am Sterbebett zerren Dämonen an der Seele, während Engel und Heilige Trost spenden. Ein guter Tod bedeutete, diesen letzten Versuchungen zu widerstehen. Der schlechte Tod war das genaue Gegenteil. Auf dem Schlachtfeld zu sterben oder nachts vom Schlag getroffen zu werden, bedeutete allein zu sein. Kein Priester, keine Vergebung, keine Vorbereitung. Die Bilder aus dem Mittelalter sind voll von Darstellungen, in denen Dämonen die Seele eines solchen Sünders packen und direkt in die Hölle zerren. Das Grab war in diesem Denken der sichtbare Endpunkt. Ein Grab, in das ein vorbereiteter Christ gelegt wurde, war eine Ruhestätte, ein Ort der Hoffnung. Aber ein Grab, das den Körper eines unvorbereitet Gestorbenen aufnahm, war ein Siegel der Verdammnis. Die Angst vor dem Grab war also auch die Angst vor der spirituellen Konsequenz eines plötzlichen Todes. Und die war unendlich größer als die physische Angst, lebendig begraben zu werden. Beweisstück B: die Angst vor dem Fegefeuer und dem Vergessenwerden. Für den durchschnittlichen Christen war die Wahl nach dem Tod nicht einfach nur Himmel oder Hölle. Die Theologie hatte einen dritten Ort etabliert, der für die Vorstellung der Menschen vielleicht sogar noch präsenter war. Das Purgatorium, das Fegefeuer. Die Hölle war für die ganz Schlechten, der Himmel für die Heiligen. Aber was war mit all den anderen? Mit dem normalen Menschen, der zwar gebeichtet, aber trotzdem unzählige kleine Sünden angehäuft hatte. Für sie war das Fegefeuer vorgesehen, ein Ort der Läuterung. Man stellte es sich als reinigendes Feuer vor, in dem die Seelen für ihre auf Erden nicht gebüßten Sünden bestraft wurden. Die Qualen, so die Vorstellung, waren kaum von denen der Hölle zu unterscheiden, mit einem entscheidenden Unterschied: sie waren nicht ewig. Und genau hier kommt der Punkt ins Spiel, der eine weitere, tiefgreifende Angst schuf. Die Dauer des Aufenthalts im Fegefeuer konnte von den Lebenden auf der Erde beeinflusst werden. Das war einer der zentralen Glaubenssätze, der das ganze Leben im späten Mittelalter durchdrang. Durch gute Werke im Namen des Verstorbenen konnte man seine Zeit im Fegefeuer aktiv verkürzen. Das wirksamste Mittel dafür: Gebete und Messen. Wohlhabende Menschen verfügten in ihrem Testament deshalb oft die Stiftung von Seelenmessen. Sie bezahlten Klöster dafür, dass nach ihrem Tod, manchmal auf ewig, Messen für ihr Seelenheil gelesen wurden.
Jeder Gottesdienst war wie ein Tropfen Wasser auf die Flammen, der die Qualen linderte. Daraus erwuchs eine ganz neue Dimension der Angst, die Angst vor dem Vergessenwerden. Was geschah mit denen, die arm waren und keine Messen stiften konnten? Was passierte mit jemandem ohne Nachkommen, die für ihn beten würden? Ein anonymes Grab in der Ecke des Friedhofs war nicht nur ein Zeichen von Bedeutungslosigkeit im Diesseits. Es war eine schreckliche Hypothek fürs Jenseits. Ein namenloses Grab bedeutete, dass niemand den Namen des Verstorbenen im Gebet erwähnen würde, dass seine Seele allein und vergessen in den Qualen des Fegefeuers schmachten musste, vielleicht für Jahrhunderte. Die Angst vor dem eigenen Grab war also auch die Angst vor der Anonymität. Ein prachtvolles Grabmal war deshalb weit mehr als nur Prahlerei. Es war ein verzweifelter Versuch, dem Vergessen zu entgehen und sich die Gebete zukünftiger Generationen zu sichern. Es war eine Investition in die eigene Erlösung. Okay, packen wir das mal alles zusammen. Die tiefsitzende Angst des mittelalterlichen Menschen vor dem Grab war kein einzelnes Gefühl. Es war ein komplexes Geflecht aus 3 Ängsten, die sich gegenseitig verstärkten. Da war erstens die rohe, körperliche Angst vor dem Scheintod. Die Vorstellung, im Sarg zu erwachen, war ein ganz konkreter Horror, genährt durch medizinische Unsicherheit und düstere Legenden. Das Grab als Kerker aus Holz und Erde. Darauf baute sich die viel größere, spirituelle Angst vor der ewigen Verdammnis auf. Das Grab als Pforte zum jüngsten Gericht. Wer durch einen schlechten Tod unvorbereitet hindurchging, für den war das Grab das Vorzimmer zur Hölle. Die Angst vor dem Grab war hier die Angst vor der Endgültigkeit eines falschen Endes. Und schließlich, selbst für die, die auf Erlösung hoffen durften, gab es die quälende Angst vor dem Fegefeuer und dem Vergessenwerden. Das Grab markierte den Punkt, an dem man die Kontrolle verlor und völlig von der Erinnerung der Lebenden abhängig wurde. Die Angst vor dem Grab war hier die Angst vor der Einsamkeit der Seele. Das Grab war also der Brennpunkt aller Ängste. Es war der Ort, an dem sich die physische, die spirituelle und die soziale Welt auf die schrecklichste Weise trafen. Es symbolisierte den Kontrollverlust, die Unsicherheit und die potenziell katastrophalen Folgen eines einzigen falschen Moments. Heute ist der Tod für uns ein klinisch definierter Prozess. Die Angst vor dem Scheintod ist durch die moderne Medizin so gut wie verschwunden. Aber haben wir die Angst vor dem Tod damit wirklich besiegt? Oder haben wir sie nur verdrängt, aus dem öffentlichen Leben in die sterilen Räume von Krankenhäusern verbannt? Die grundlegenden Fragen, die die Menschen im Mittelalter umtrieben: Was kommt danach? Wird man sich an mich erinnern? Sind ja immer noch da. Die Angst vor dem eigenen Grab war im Mittelalter also viel mehr als nur Klaustrophobie. Sie war der Ausdruck einer tiefen Auseinandersetzung mit dem Leben, dem Tod und dem, was danach kommen mag. Was glaubt ihr, war die größte Angst der Menschen damals? Die Furcht, lebendig begraben zu werden, die Angst vor der Hölle oder die Angst, vergessen zu werden? Schreibt es uns in die Kommentare, wir sind gespannt auf eure Gedanken. Und wenn euch diese Reise in die Abgründe der Geschichte gefallen hat, dann lasst uns ein Abo da und aktiviert die Glocke, damit ihr kein weiteres Video verpasst. Bis zum nächsten Mal.